Thank you very much for the music. Our service has ended, and we now go into a session of greetings. And Sebastian will translate. In Scotland, 4 years ago, we received the invitation from DRAE to have our next conference in Neuendettelsau. Vor 4 Jahren haben wir in Schottland die Einladung von DRAE erhalten, unsere nächste Konferenz hier in Neuendettelsau abzuhalten. We are so pleased to come here, zu unserer Heimat. Wir freuen uns sehr, hier da zu sein, in unserer Heimat. Because this is also our legal base. Weil das ist auch unsere rechtliche Basis, unser Domizil. Diakonie is part of what the church is doing. Diakonie ist Teil von... Diakonie is part of what the church is doing. Diakonie ist Teil des kirchlichen Handels. Not all deacons or deaconesses are working in the church, Nicht alle Diakoninnen und Diakone arbeiten in der Kirche, but we are all closely connected to our congregations and church bodies. aber wir sind alle sehr verbunden mit unseren Gemeinden und unseren kirchlichen Gremien, Mainly the Lutheran and the Methodist Church. vor allem der lutherischen und methodistischen Kirche. We are happy that the Khan Klaus Schicke from Diakonat Winsbach of the Evangelische Lutherische Kirche in Bayern is with us. Wir freuen uns sehr, dass Dekan Klaus Schlitter vom Dekanat Winsbach der evangelisch-lutherischen Kirche aus Bayern hier ist und ein Grußwort halten wird im Namen der Kirche. He is representing the bishop, acting bishop, as I will call him then, and he will bring a greeting from his church. Er vertritt die Regionalbischöfin aus Ansbach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren des Exekutivkomitees, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus. I will speak in German, but I think you can read it in your book. So I hope you can understand what I try to say. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen hier in Neuendettelsau und damit in unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Ich begrüße Sie hier als Dekan des Dekanats Winsbach, zu dem auch der Ort Neuendettelsau, in dem Sie sind, dazugehört, und auch als Mitglied der Leitung unserer Kirche. Und wie wir gerade schon gehört haben, ich begrüße Sie im Namen unserer Regionalbischöfin, Frau Regionalbischöfin Gisela Banowski, die noch im Urlaub weilt. Sonst wäre sie sicherlich sehr gerne hier bei Ihnen. Sie tagen zum ersten Mal in Neuendettelsau. Und das ist ein für unsere Kirche in Bayern sehr wichtiger Ort. Denn hier von Neuendettelsau ging eine Bewegung aus, die unsere ganze bayerische Kirche sehr geprägt hat. Im Jahr 1854 hat der hiesige Dorfpfarrer, Pfarrer Wilhelm Löhe, eine Diakonissenanstalt gegründet. Und die hat sich bis heute zu einer der größten diakonischen Einrichtungen in Bayern entwickelt. Seit seiner
Gründung hat das Diakoniewerk oder heute Diakoneo für eine Erweiterung des sozialen Horizontes in unserer Gesellschaft hier gesorgt. Es hat dazu beigetragen, dass Kirche und Gesellschaft für die Anliegen der Menschen ohne Lobby sensibilisiert worden sind. Wir haben wunderbares Wetter, die Sonne scheint und solche Sonnenstrahlen täglicher Nächstenliebe gingen von diesem Ort aus seit Beginn und haben Kranke erreicht und Behinderte erreicht und Pflegebedürftige, aber auch junge Menschen, die eine sinnvolle und qualifizierte Ausbildung erhalten haben. Seit den Zeiten von Pfarrer Wilhelm geht es darum, hilfsbedürftigen Menschen beizustehen, ihnen Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen, ohne auf ihren Rang und Namen zu achten. Es geht darum, ihre Würde als geliebte Geschöpfe Gottes zu ehren. Es geht um Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit. Und es geht auch immer darum, Menschen Hoffnung zu machen in unserer, wir haben es gehört, in unserer zerbrechlichen Welt, in unserer unsicheren Welt. Wahre Menschlichkeit gründet auf dem Fundament christlicher Nächstenliebe. Sie ist gekennzeichnet von barmherziger Zuwendung und Achtung der Würde jedes Menschen. Diese Bindung an das Evangelium, die ist Grund diakonischen Handelns und Ursprung ihres Auftrags. Und das macht Diakonie aus. Hier wurzelt auch die enge Verbindung von Diakonie und Kirche. Diakonie ohne Mitmenschlichkeit, die vom Evangelium kommt, wäre ein auswechselbarer Sozialkonzern. Aber es geht um die Bindung an das Evangelium, von der Liebe Gottes. Das ist unsere Grundlage. Und darauf hat Pfarrer Wilhelm Löhe, der hier die Diakonie gegründet hat, immer wieder darauf hingewiesen. Es gibt von ihm einen bekannten Ausspruch, der heißt, Diakonie geht vom Altar aus. Das heißt, die Nächstenliebe kommt aus der Gottesliebe, aus der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu Gott. Es ist ja Jesus Christus, Gottes Sohn, der uns das in ganz besonderer Weise vorgelegt hat und auch uns das ans Herz gelegt hat. Ich erinnere an ein Wort von ihm zum Dienst. Er sagt über sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und wo wir uns von Jesus Christus selber so dienen lassen und dann auch anderen dienen, für andere da sind, ihnen beistehen, da bringen wir in diese Welt das, was sie am meisten braucht, nämlich Hoffnung. Und dass sie alle sich in diesen Tagen hier versammeln, dass sie dort, wo sie leben, mithelfen, dass diese Liebe Gottes weitergegeben wird, diese Hoffnung weitergegeben wird, dass sie so handeln, überall da, wo sie zu Hause sind, das macht auch mir Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar von ganzem Herzen und dafür lobe ich Gott. Und so wünsche ich Ihrer Versammlung in diesen Tagen Gottes reichen Segen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich hier in diesem wunderbaren Ort und jetzt auch wohlfühlen und sage einfach herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Thank you very much for your greeting, and you must also greet the bishop you are representing. Mission One World is based in Neuländisau, and we are connected. Auch Mission Eine Welt ist beheimatet in Neuländisau und wir sind damit verbunden.
belong to Mission Eine Welt on, and so do one of our keynote speakers. Einer unserer Vorstandsmitglieder gehört zur Mission Eine Welt, genauso wie einer unserer Hauptredner, der dabei sein wird. Rednerinnen. We are using their guest house during the conference, and on Friday it is one of the places we will go visiting. Wir nutzen Ihr Tagungshaus zum Übernachten und am Freitag werden wir die Möglichkeit haben, dort zu Besuch zu sein. Please welcome the leader of Mission Eine Welt, Pastor Hans. Wir begrüßen Sie, den Leiter von Mission Eine Welt, Pfarrer Hans. Dear brothers and sisters in Christ, I will use English for my word of greeting, so most of you can follow. It is my honor and my joy to welcome you all to this little village, Neudettelsau. At Mission One World, Mission Eine Welt, we call it the global village. This little village in the middle of Franconia, where you are about to meet in the next 2 days or in the next days, has a broad and well-known history when it comes to diaconia, we have just heard about it, but also when it comes to mission. You have heard about Pfarrer Wilhelm Löwe. And he not only founded Diakoneum, or Diakoniewerk Neudettelsau, he also founded what is now Mission Eine Welt. In 1841, even before he founded Diakonia, he began to educate young men, the so-called Nothelfer, who were sent to Northern America in order to support German immigrants. These people were not only looking for a new home, a new place to live, but also were longing for a spiritual home. So Wilhelm Löwe heard a call of some pastors from Northern America and tried to educate young men, farmers, but also craftsmen, to be pastors, and were sent to Northern America. This engagement spread to Australia, and from there to Papua New Guinea. But there, the aim shifted. It was not only or not longer German immigrants, but now it were indigenous people from Papua New Guinea who were the aim of the new gospel. In this way, Neudettelsau became part of the worldwide mission movement of the 19th century. And today, this work is continued in the institution I represent today with you, Mission Eine Welt. It is the center for partnership, development and mission of the Evangelical Lutheran Church in Bavaria. Our aim is to develop the worldwide partnership relations with churches in Africa, Asia, Latin America, the Pacific and East Asia. We try to create campaigns and awareness in Germany for the concerns of the church and the problems, but also of the hope and the joy of the one world. But besides being involved in the worldwide mission movement, you have already heard that Lohe also began to educate diaconesses here in Neudettelsau. The work that he started began in the upper floor of the local inn. Today it's called Gasthof Sonne, maybe the Inn of Sunshine or Sunlight maybe. Yeah? So a good name for even founding a diaconical movement. Today it's called Diakoneo, with more than 11,000 employees. It's one of the biggest health and social enterprises in Germany. Even though the focus of this work was and is within Germany, there is a long tradition that combines mission and diaconia.
not only here in Neutelsau, but in the whole mission movement. From the very beginning, missionaries from Neutelsau were seconded and supported by diaconisses regarding medical work and even education. Mission was not only to proclaim the good news of the words and bywords, but also through practical engagement, through deeds. In this way, what we today call a holistic mission was there from the very beginning. We forgot about it. And there were some times where we tried to separate both, say, okay, this is mission and this is development, and we have to separate it very clearly, and not mix it. But when we look back into our history, we see that both sides have been connected and are one from the very beginning. Your conference and the theme under which it takes place, Hope in a Fragile World, these are all vital signs of the engagement of the Church within this world. Because as followers of Christ, we are called to be engaged in the struggles and in the challenges of today's world, which are not only local, but global since a long time. That means we are globally connected, not only through our challenges, but through our Christian faith. Or, to put it in another way, Christianity has since the very beginning been one of the first global enterprises with a clear mission statement based on faith, love, and hope. Diaconical associations and diaconical communities have since long played an important part in the worldwide movement of this global church. And they have since the very beginning been closely connected to what we call mission. In this way, it is more than appropriate that you meet here in Neutelsau. As one of the directors of Mission One World, I'm more than happy that this connection find its expression in the close partnership of Diakonia and Mission Eine Welt, not only in this conference, but in our common engagement in many of our partner churches. I think of Tanzania, Kenya, diaconical movements in Latin America, or in the Pacific and in the Asia region. May you be inspired by what you hear and discuss during the next couple of days. May you be strengthened through your spiritual community, and may you be empowered to be followers of Christ in this fragile work to bring faith, hope, and love. Thank you very much. Thank you very much for your work. Diaconal work is done in the church and in the society. And we, the people doing diaconal work, will be active parts of our group. Diakonische Arbeit wird einmal in der Kirche gemacht und genauso auch in der Gesellschaft. And we, the people doing diaconal work, will be active parts of the municipality and the district we live in. Und wir, die Menschen, die diakonische Arbeit leisten, werden aktive Teile der Gemeinde und des Bezirkskreises sein, in dem wir leben. It is therefore very good that our conference also is recognized by the politicians. Da ist es auch gut, dass unsere Konferenz von den Politikern und der Politik gesehen wird. You politicians are forming the societies to good places to live in. Ihr Politiker und Politikerinnen formen die Gesellschaft zu guten Plätzen. And we are here to help. Und wir sind hier zusammen, um zu helfen. Bezirk Rat Daniel Arnold, I hope you feel you have come to good friends. Bezirksrat Daniel Arnold, wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir hoffen, Freunde zu werden.
Ladies and gentlemen from near and far, dignitaries, dear delegates of the DRAE Regional Conference Rio Africa. I would like to welcome you very warmly here in our diverse cosmopolitan region as the Deputy District President of Middle Franconia. It is an honor and a pleasure for us in Middle Franconia that you have chosen our small region out of all places for your regional conference of the very large world region Rio Africa. You have chosen Hope in a Fragile World as the motto of the conference, a motto that also fits very well with the core motivation of my personal social commitment to society and local politics. In view of the many catastrophes and the magnitude of the task we face in the 21st century, it is easy to become hopelessly disappointed. But our honorable group, the blue, green, and above all, colorful earth, with all its creatures, including us humans, is simply too beautiful and too unique in the vastness of the hostile universe to simply give it up. There is no planet B. Commitment to people and the environment is not just hard work. The commitment itself gives you something back, namely the great feeling of being needed and thus self-efficacy and joy delivery. The main task of the District of Middle Franconia and thus is social issues, such as help for people with disabilities or mental problems. However, our task is not only to help people. Our task is above all to enable people to shape their own lives so that they no longer need our help. In short, our commitment is empowerment. Help must not lead to permanent dependence, because permanent dependence leads to autonomy instead of self-determination. Good parents eventually release their children into the independence of adult life and do not chain them to themselves. Good aid organizations, whether locally or in development cooperation worldwide, should always strive to become superfluous after the work is done and to be able to devote themselves to new things afterwards. We all know that when it comes to self-determination, things don't always go smoothly. The biblical story of Adam and Eve is based on this theme. God created man in his own image. He made him responsible for the consequences of his actions, which Adam and Eve soon learned painfully. But what would be the alternative? Imagine people who cannot grow from challenges, who cannot build something they can be proud of, who live without new goals in a perfect paradise without history? No. We live in exciting times. It is our common task to preserve and to maintain the earth and its creation and to overcome climate change and environmental degradation with all its consequences, such as the pandemics. If we manage to do that, future generations will look back on us and our time, full of admiration, will say, "You have given us a future." I cannot imagine a greater immortality than this. With this in mind, I wish you an inspiring and moving conference with lots of empowerment. Thank you. Thank you very much. The last but not least reading is from the mayor of Pakistan. Das letzte, aber nicht letzte Grußwort kommt vom Bürgermeister der Stadt. I have been to Neuendettelsau several times now. Ich war bereits einige Male inzwischen in Neuendettelsau And I have learned to like this place very much. und ich habe den Platz sehr zu ihm geladen. Its quietness and its beauty. Die Stille und die Schönheit. I must say though that in my country, not many
Aber Sie wissen natürlich von Nürnberg. So I tell them, if you just go a little bit further, you will reach this very nice place. Also sage ich Ihnen, dass Sie einfach ein Stückchen weitergehen müssen und dann werden Sie diesen wunderschönen Ort erreichen. Thank you, Bürgermeister Christoph Schmoll, for bringing your greeting to us. Vielen Dank, lieber Bürgermeister Christoph Schmoll, dass Sie ein Schlusswort sprechen. Dear Mrs. President, dear ladies, dear gentlemen, welcome in Neuendennisau, and at the beginning I have to apologize, my English is not so good, so I have to do the speech in German. Please excuse me. Vielen Dank für die Einladung zur Regionalkonferenz und die Möglichkeit, ein kurzes Grußwort an Sie richten zu dürfen. Als kleine Gemeinde mit rund 8000 Einwohnern sind wir durch unsere kirchlichen und diakonischen Einrichtungen sehr stark geprägt. Gleichzeitig leben wir aber auch in den globalen Zusammenhängen und werden von diesen beeinflusst. Das Thema Hope in a Fragile World, Hoffnung in einer unsicheren Welt, lässt sich deshalb, wie ich meine, besonders anhand des Beispiels unserer kleinen Gemeinde deutlich machen. Natürlich würden sich die globalen Probleme, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden und durch den Klimawandel in immer größerem Maß verursacht werden, auch in unserem kleinen Ort aus. Wir unterscheiden uns dabei nicht von anderen Orten in Deutschland. Aber ich glaube, dass der Geist von gemeinsamem Glauben und gemeinsamer Hoffnung in unserer Gemeinde dazu führt, dass wir mit den Auswirkungen der globalen Probleme besser umgehen. Selbstlose Nächstenliebe und Zusammenhalt auf allen Ebenen helfen uns, mit den großen Problemen unserer Zeit umzugehen und die Folgen abzulösen. Zwei Beispiele. Der von den Industriestaaten verursachte Klimawandel ist in erheblichem Maß auf den Einsatz fossiler Brennstoffe im Verkehr und für die Beheizung von Gebäuden zurückzuführen. Ich glaube, dass sich viele der Bewohner in unserem Ort darüber im Klaren sind und deshalb trotz Belastungen auch ohne große Klagen unsere Entwicklungen hin zur Einsparung von Energie und Umstieg auf erneuerbare Energie mitgehen. Gleichzeitig hoffen wir aber auch auf starke Partner in Afrika, wo zukünftig große Mengen erneuerbarer Energie auch für die europäischen Märkte produziert wird. Ich hoffe, dass dadurch der längst überfällige Ausgleich des Wohlstands in der Welt deutlich vorangekommen wird. Durch fairen Umgang miteinander, auch über kontinentale Grenzen hinweg. Das zweite Beispiel aus der Corona-Pandemie zeigt aber die Wichtigkeit der diakonischen Arbeit vielleicht noch viel mehr. Während der Pandemie ist es in unserer Gemeinde gelungen, innerhalb sehr kurzer Zeit örtliche Arztpraxen, Apotheken und auch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Aufbau eines Test- und Impfzentrums für die Bevölkerung zu gewinnen. Auf der Basis von Nächstenliebe konnten die negativen Folgen der Pandemie für viele Menschen etwas abgemildert werden. Am Ende dieser Phase waren Apotheker und Ärzte von dem Geist der Hilfsbereitschaft und des Miteinanders so begeistert, dass sie alle erzielten Gewinne für wohltätige Zwecke spendeten, unter anderem auch einen erheblichen Betrag zur Unterstützung von Impfkampagnen in verschiedenen afrikanischen Ländern. Mein Wunsch ist es, dass sich die Quere der Diakonie